Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute der Teil 8 der Helden in Strumpfhosen. Die Jungs sind immer noch auf dem Balkan unterwegs. Ich finde es sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und wer denkt, dass er schon alles erlebt hat und alles gesehen hat, der kann sich jetzt nochmal richtig überraschen lassen. Also Popcorn, Chips, Nachos, legt euch das alles bereit, Cola und los geht's. Lasst die Party beginnen. Was sind denn da für Obdachlose? Was ist hier los? Die Zündspule waren kaputt. Jetzt kommt der Ersatz rein. Aber es ist so ein klassisches BMW-Ding. Er hat ja nur 2 Stück gehabt, jetzt hat er halt eine dritte noch. Ja, aber sonst läuft es eigentlich soweit. Sonst ist es eigentlich geil. Ich sag immer never change a running system, aber der Johannes denkt sich halt, nö, er baut wieder zurück auf Original. Ja, denken wir halt, Nur Original ist mein legal. System runnt nicht, also change ich jetzt. Perfekt. Grüße gehen raus. Und welcher Hersteller sind die Zündspulen? Das ist jetzt Werbung. Nein, deine. PVL war vorher. PVL, Grüße gehen raus. Könnt ihr nächstes Mal was Geiles bauen, bitte? Das ist eine Scheiße so, funktioniert nicht, ne? Sind einfach ausgelaufen. Es sind nur 3000 Kilometer gewesen. Sanfter Asphalt. Und die sind einfach kaputt. Ist doch scheiße. Genau, und jetzt sind wir schon in Italien dann. Und da hatte ich einen miesen Sonnenbrand, deswegen hatte ich da einen Langarm an. Und da habe ich gerade die Zündspule eingebaut, die ich von dem Italiener abgekauft habe. Einfach nur, du musst Also man muss sagen, du hast die einfach Ja, so genau. gekauft zur Also Safety. ich bin bis zur Fähre bin ich ja gerade so noch gekommen. Und da hatte ich das Problem, dass die Zündspulen unten, die waren zwar eigentlich neu, aber die hatten irgendwie einen Riss, weil die vom Widerstand irgendwie nicht so ganz gepasst haben, was sich dann im Nachhinein rausgestellt hat. Und das Wasser ist dann immer rein, dann hatten die immer einen Kurzschluss und hab nicht mehr gezündet und dann hatte ich keinen Motor aus. Und bin aber damit dann gerade so noch bis zur Fähre gekommen und dann in Italien habe ich einen Hinterreifen gebraucht und habe dann bei dem Kerl, von dem ich den gebrauchten Hinterreifen hatte, auch diese Zündspule gekauft und das war eine Originale, also der hat mir die verkauft mit die Zündspule mit Kabeln und es war gut, weil ich hatte ja die anderen Kabel, also es hätte sonst nicht gepasst und ich habe die einfach mitgenommen und dachte mir, naja, worst case verkaufe ich sie daheim wieder, wenn ich sie nicht brauche. Oder legst du in den Schrank und aber ich glaube 3 Kilometer später war das Moped gestanden und dann habe ich halt schnell umgesteckt und es war gut, dass ich die da bekommen habe. Warum stehen wir jetzt hier? Weil der Jan wieder ewig gebraucht hat, weil der einfach nicht weiß, wo das Gas ist. Deswegen stehen wir jetzt hier, bauen meine um auf eine Einzelzündung. Dann ist es langsamer und dann müssen wir nichts mehr so viel warten. Das klingt nicht Plan. Ja, ich weiß auch noch ganz am Anfang der Tour, ne? Ich weiß nicht, ob du die Doppelzündung da neu hattest, aber wir hatten es drüber, weil ich habe ja noch die originale Zündung drin gehabt. Und dann hieß es, ja, also Doppelzündung, es bringt jetzt nicht viel Leistung und so, aber scheißegal, ne? So, stell dir vor, die verrenkte Zündspule, ne? Da hast du einfach noch eine und fährst weiter. Und dann, ein paar Tage später, ja fuck, meine Zündspulen verrenkt, ich brauche eine dritte. Also, Ja, es war glaube ich wirklich wegen diesem Widerstand halt, ne? Ja, was für ein Amateur hatten die eingebaut? Natürlich habe ich die Zündung umgebaut, ne? Wer soll es sonst gewesen sein? Aber das mit dem Widerstand bei der Zündspule, das ist immer nicht nur ein Problem der Zündspule, sondern auch ein Problem vom Regler. Also das Steuer, das Zündzeitschaltgerät, da gibt es so viele verschiedene Ausführungen mit Kickstarter, ohne Kickstarter und dann sind sie 10.000 Mal ersetzt worden. Da gibt es wirklich Schwierigkeiten, da gibt es vom PVL aus auch keine Liste. Das ist halt einfach, wenn du im Motorrad unterwegs bist, kannst du es ja auch nutzen, dass du keinen Platz brauchst und da einfach vorbeifahren. So. Das juckt halt auch keinen, auch die Polizei Das nicht. das stimmt und das ist wirklich, genau, das ist allen egal. Also das ist da gang und gäbe irgendwie. Und in Italien bist du als Motorradfahrer auch, die machen Platz für dich, so, wenn du irgendwo vorbei willst, dann fahren die links rüber. Das ist einfach geil, so, die feiern das auch. So, das stört keinen. Das ist nur in Deutschland ein Problem, wenn du am Stau vorbei willst, selbst durch die Rettungsgasse oder so, dann hupt dich jeder an und macht hier einen auf. Ich meine, du nimmst ja keinen Platz weg, du störst ja niemanden, du sorgst nicht dafür, dass der Stau länger wird. So. Ja, genau. Das ist komplett Nonsens, aber das ist halt so dieses deutsche Ding, die wissen, du darfst es nicht, also darfst du es halt auch nicht. Ja.
Ich glaube, in Deutschland ist das so eine Grauzone mit dem Motorrad, ne? Weil es ja irgendwie keine durchgezogene Linie ist, aber irgendwie, ne? Das ist, glaube ich, so Ja, aber halb-halb es ist- irgendwie. Das ist ja auch nicht das Problem, ob du es darfst oder nicht. Das Problem sind die Es ist Leute, halt die sich nicht- darüber aufregen. Genau. Und dann reinfahren Ja. oder dir den Weg abschneiden, das ist abartig. Was ich da schon erlebt habe. Ja. Ja, stimmt. Und da haben wir uns jetzt erstmal typisch italienisch, amerikanisches Essen reingezogen. Alter, das war echt das schlimmste Essen, glaube ich, auf der Tour. Also ich fand's nicht geil. Irgendwann in Italien. Ich nicht mehr. Zweimal in 5 Minuten. Weißt du, es geht 10 Jahre lang gut. Eine Scheiße. Vorher hat er noch gepredigt, wie geil seine Hängematte ist. Weil meine ist so scheiße. Vorher noch erzählt, wie geil so eine Hängematte ist. Du kannst es überall aufhängen und mit so Spanngurten. Das war richtig geil. lustig. Zack, erster durch. 2 Minuten später, zack, der zweite durch. Ja. Aber so eine Hängematte, die ist einfach viel geiler. Ja, es ist schon irgendwo Freiheit, ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Und das war, glaube ich, auch Italien kurz nachdem da diese krassen Regenschauer waren. Da Ja, waren wir aber auch doch alles unten überschwemmt am und so Meer. Erdrutsche und so, Genau. ne? Ja, da war alles zu. Quasi Schrauberstopp Nummer 11 heute, oder? Ja, nee, 10. Stimmt. Also, glaube ich. Boah, ist das geil. Packst du es? Ob das jetzt hält. Willst du es gleich mal ausprobieren? Willst du es? Ich bin nicht rausgefallen, der Gurt ist gerissen. Der Gurt ist gewesen. Der Gurt ist gerissen, beide. krass. Weil du über die Tour, du hast zu viel gegessen. Nächster Versuch. Also wenn das jetzt nochmal reißt, Vincent, dann bin ich bei dir im Zelt. Alter, das ist richtig asozial hier, ne? Ja, ist egal, lieber das. Ich vertraue dem Ganzen nicht mehr, ne? Und noch die Spanngurte von Johannes, die sind auch. Nee, die sind scheiße. Die Orangenen. Die sind voll scheiße, die vom Jan sind viel besser. So, guten Morgen. Heute ist irgendwie der vorletzte Tag oder so. Hier Freitag 26. 7:18 Uhr. So, und hier hinten sieht man das? Man sieht es nicht, oder? Ja, man sieht man nicht, glaube ich. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt hier gerade bei sich fertig zu machen und auch mitzukommen. Ich habe hier noch einen Reifen, den müssen wir montieren. Und wir bräuchten mal einen Kaffee und mal ein Wasser und irgendwie. Aber das kriegen wir. Ich lasse jetzt hier meine Mühle gerade laufen, weil ich mein Handy parallel lade. 11,7 Volt. 21 Grad, geil. Der Vincent kriegt sein Moped nicht an. Aber wenn das mit vor mich schiebt, dann können wir schieben. Anschieben. Vorbei! Alles noch offen.
das lässt sich ja nachher mal leicht ausdistanzieren, anpassen. Ja, wie man sagt. Hier ganz schön rund mit Scheißreifen, abgefahrenen Reifen. Ich kann mich jetzt aber auch nicht hinstellen, ich habe einen Reifen, der nicht halt. Das heißt synchronisieren. Ja, und es ist nicht ganz gut, so rumzufahren. Ne? Also schaut da, dass eure Böcke gleichmäßig laufen, dass beide Vergaser richtig anziehen. Der Anna navigiert jetzt zur nächsten Tanke. Nice. Bis später. Ah ja, genau, und das war jetzt dann schon der Rückweg, weil uns der Herr Bratke angerufen hat. Ja. Was war denn da los eigentlich? Vor mir ist ein Opa gefahren und der hat gedacht, der von der Seitenstraße nimmt ihm die Vorfahrt und ist Vollgas in die Eisen. Und ich bin dem halt dann mit 70 hinten reingedonnert in den Kofferraum. Kurz in den Gegenverkehr geflogen, vom LKW die Hupe schon gehört, auf die Seite gerollt und Moped im Arsch. Knappe Nummer, gell? Knappe Nummer, richtig knappe Nummer und ich hatte einfach gar nichts. Ich wurde dann auch direkt, nach 2 Minuten war schon direkt die Polizei da, das ging saufix. Und nochmal 2 Minuten später direkt im Krankenwagen und dann ging es auch schon ins Krankenhaus. Also da war die Tour dann bei dir vorbei, ne? Nö. So halb. Also da hat so der andere Teil von der Tour erst angefangen. Es war echt ganz geil. Ohne Scheiß, es war echt ganz geil. Ich hatte dann mal so 2-3 Tage noch, weil ich wusste ja nicht, wie ich heimkomme. Beziehungsweise wie das Motorrad heimkommt, weil der ADAC hat gemeint, die bringen das nicht heim, das Ding ist so im Arsch, die machen da gar nichts. Und ohne wollte ich nicht heim. Dann war ich da halt erstmal festgesessen und habe dann nochmal so 2-3 Tage alleine Urlaub da gemacht. Ja. Richtig geil eigentlich. Und habe mich dann von meiner Ex abholen lassen. Die ist mit ihrem Mann, war die im Urlaub. So eine Auch Stunde, ein krasser Zufall eigentlich. Ne? Übel. Also Und dann kamen die einfach vorbei und haben das Moped mitgenommen. Das könnte man eigentlich auch mal mit reinschneiden. kann man mit reinschneiden. Ja. Ja. English. Italiano sono. So ein Unfall im Ausland, der ist echt nicht nötig und gut, dass nichts passiert ist. We tried to bring the bike on the parkway. Now I Fotos. Yeah, okay. And then back to Germany. You know, ADAC? They come with a trailer. l'assicurazione, ok. Was man noch sagen muss zu dem Unfall. Ich habe da ja, also wir haben ja da ewig gewartet, auch auf dem ADAC und so. Der Jan war dann schon auf dem Weg ins Krankenhaus mit dem Krankenwagen und ich habe halt das paar Storys gemacht von wegen Moped im Arsch und so und ich glaube der Jan auch im Krankenhaus dann und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden wieso, aber richtig viele Leute sind davon ausgegangen, dass der Jan bei dem Unfall gestorben ist. Weil die das irgendwie nicht geblickt haben. Ja, vor allem, weil er die Story aus seiner Perspektive gemacht hat, ne? Also, Aber das kam erst viel später. das kam erst später. hochgeladen. Ja, okay. Und in der Zwischenzeit, die Leute, die es dann halt gesehen haben, Ja. die haben nur gesehen Rip Bro und haben gedacht, ich wäre tot. Aber ne, Plot Twist, er lebt noch. Da stand Rest in Peace Suzuki und dann hat der Jan ein Bild, glaube ich, gepostet, wie er im Krankenhaus ist. Aber irgendwie war es komisch, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, wie das für die anderen rüberkam. Aber das war wohl nicht so geil, weil echt voll viele Nachrichten bekommen haben und da habe ich mich so gewundert, so, hey, was ist los, Alter? Ich habe doch nur das Motorrad fotografiert und... Mit am gleichen Abend einfach nur aus dem Hotel raus. Und ich hatte nur so ein ich hatte keine Klamotten, gar nichts, das war alles am Motorrad und das war in irgendeinem so abgesperrten Park. Ja, wir haben da so lange an dem Moped gewartet, bis der Abschlepper da kam. Und dann konnten wir auch nichts mehr machen. Wir haben da alles übergeben. Da Ich war wusste alles nicht, noch wie lange dran. ich dann da bin. Kann ja sein, ich habe Ich glaube, irgendwie so ein paar Sachen, die Drohne und sowas hatte ich dann mit bei, irgendwie Wertsachen. Ja. Aber Geldbeutel und so hattest du ja alles Ja. an dir. Italienisch spricht. Sonst hat man immer den Punkt, dass irgendwann abreißt von Englisch. Ne? So Italienisch fängst du an mit Ciao und dann geht's so zack Englisch, weil du einfach nichts kannst. Aber nach 2-3 Tagen Italien, da machst du das Gespräch auf Italienisch und du verstehst, was er dir sagt.
Das hier kommt von da oben, das von da unten und das ist typisch italienisch. Das ist der eine Käse und das ist der andere. Also wir haben jetzt hier schön regionale Küche gehabt. Hast du hier von was war, von wo war das Ganze hier? Wie war das nochmal? Von da drüben und von da hinten. Was genau? Der Käse war von da, glaube ich. Der war so von da, ja. Käse, Schinken, Mozzarella, Salami, Beinscheiben, Bandscheiben. War geil, war gut. Nahrhaft. Nahrhaft. Ich bin viel zu voll, um das Ding jetzt anzuschieben. Ich habe mies einen abgelassen. Ich auch. Ich habe die Klobrüste. Die haben schon angefangen, die Toilette neu zu sanieren. Die haben einen Kercher rausgeholt. Die haben Den Hochdruckkercher. Also, gibt's auch den Tiefdruckkercher? nee. Okay, wir fahren jetzt auch 130 Kilometer. Hast du noch Papier, um mal Öl zu checken? Na, Gar nicht. na. Serviette. Den wollte ich vorhin von oben mitnehmen, dann habe ich es vergessen. Ist die nach oben? Ne, der hat ihn abgeräumt. Hast du sonst irgendwo noch? Mhm. Gar nicht, ne? Ich wollte mal Klopapier noch irgendwo klauen. Hast du nicht gemacht? Mir persönlich kommt es ja immer so vor, als würde es heimwärts doppelt so schnell gehen. Irgendwie zieht der Magnet zu Hause einen völlig und auf dem Rückweg läuft es dann einfach wie geschnitten Brot. Naja, die Jungs sind ja jetzt ganz toll unterwegs. Mal schauen, ob sie zusammen nach Hause fahren oder ob sie sich trennen. So, hier sieht man nichts außer ein Lensflare. Kann man das? Ne, sieht man nicht viel. Hier haben wir jetzt, warte mal, ich mach mal kurz taghell. So, hier haben wir jetzt die Modes geparkt. Das ist jetzt der vorletzte Tag. Morgen geht's quasi heim. Da steht jetzt so die rote. Hier geht so ein Berg hoch irgendwo hin. Da sind wir so hergekommen. Ich habe ausgesucht als Designated Camper Spot. Genau. Das ist jetzt die Location. Schön, wie sie da liegt, ne? Voll geil. So kann sie nicht umfallen. Sau fertig. Aber Arsch. Pizza haben wir noch gegessen vorhin. Endlich. Jetzt sind wir beide am Sack. Frage ist, Was machst du da? jetzt ist ja gut. Ich kann nicht schlafen. Nice. Ich wollte mir noch ein bisschen meinen Rücken verrenken. Hier die Karren. Heute hat der Jan sein Moped noch geschrottet. Das ist auch passiert heute. Aber total schauen, bitte. Ja. Und jetzt sind wir so kurz vor Österreich irgendwo. Quasi. Jetzt pennen wir da oben. Da, irgendwo. Hoffen, dass uns hier keiner bastet bei Italien Genau. und wir campen. Morgen Laden? geht's einfach weiter. Aber ist ja nicht campen, wenn man einfach in der Wiese liegt, oder? Erstmal ein Zelt aufbaut, oder? Ja, ich auch so. Ganz klar. Ganz klarer Fall. In dem Sinne, bis denn. Ne, Italien ist es noch, glaube ich. Das ist noch Italien, ja? Genau, da haben wir erst vorher noch die Pizza gegessen, ne? Diese fettige Pizza. Mhm. Und dann haben wir da einfach uns auf eine Wiese geworfen. Das in war die den Bergen oben. beschissenste Nacht. Da waren so viele Mucken unterwegs, das war wirklich krass. Und Komplett. dann hat es angefangen zu regnen. Genau, wir lagen auf einer Schräge auf meiner Plane. Ja, Und ich habe einen Schlafsack gehabt, du glaub auch. ja, Aber dadurch, Nur dass das so eine Schlafsack. Kunststoffplane war das halt übelst rutschig. ja. Und wir sind halt so voll die Wiese runtergerutscht in so hohem Gras. Und dann hat es halt wirklich angefangen zu regnen in der Nacht. Ja. Und dann, ich bin aufgewacht vom Regen. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Du liegst da und es regnet und Mücken und alles scheiße. Und dann sind wir irgendwie wieder so hoch unter einen Baum gekrochen, so übelst behindert einfach. Ich habe es ja gar nicht gemerkt, dass es regnet. Ich habe das erst gemerkt, dass es regnet, als du dann gemeint hast, ey, es regnet. Du hast mich geweckt. Weil mein Schlafsack war von außen komplett nass, aber er war halt wasserdicht.
Und ich hab's doch gar nicht mitbekommen. Bloß wie du mich dann geweckt hast, hab ich gedacht, oh scheiße, ja, es regnet komplett. Schöner Daunenschlafsack, erstmal nass, top. Geil. Ja, man, bei mir ja auch. Ich hatte auch Daunenschlafsack. Ja. Und das Problem war halt, wir lagen halt schon im Loch quasi. Da war wie so eine Mulde. Und wir lagen halt in der Mulde auf der Plane. Und das Wasser lief halt auch in die Mulde auf der Ja. Plane. Ja. Das war halt so beschissen. Das stimmt. Und dann sind wir unter den Baum hochgekrochen. Da war es tatsächlich erstaunlich wenig Regen. Und wir haben uns in die Plane quasi eingewickelt so ein bisschen. Ja. Also wirklich die beschissenste Nacht, ey. Aber ja. Ja, und dann Haben wir ging's auch geschafft. weiter. War auch ein Erlebnis. Ja, dann ging's weiter heim. Ja, dann sind wir in Italien. Irgendwann haben wir dann... Nee, in der Schweiz war das. War es in der Schweiz? In der Schweiz, ja, wir sind durch die Schweiz. In der Schweiz sind wir doch noch über diesen, ich weiß gar nicht, diese Klamm oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja. Und das ist so ein kleiner, dieser Bergtunnel da. Genau, Da da sind wir noch durch und dann haben wir uns da irgendwo getrennt. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich bin dann weitergefahren da in der Schweiz und habe halt gedacht, okay, ich ziehe jetzt durch und mache jetzt halt Kilometer, bin Autobahn, nicht Autobahn, aber Schnellstraße oder halt größere Straßen gefahren. Hab dann irgendwann so übelst Hunger bekommen, hab dann angehalten in so einem kleinen Dorf oder Ort, ja. In so einem Wirtshaus war irgendwie nicht viel offen, ich weiß, ich habe fast nichts gefunden, so restaurantmäßig. Und es war die komischste Erfahrung, die ich je gemacht habe, ne, bis jetzt. Selbst jetzt, wo ich schon wirklich viel unterwegs war und viele Leute getroffen habe, das war so absurd, das war wirklich wie aus dem Film. Ich bin da hingekommen und es war halt Gartenwirtschaft, also draußen die Tische waren, so 3-4 Stück waren gedeckt, aber auf einem lag irgendwie eine Zeitung und ein Nagelklipser und so privates Zeug irgendwie. Und da dachte ich, ja, okay, das ist komisch. Hab dann so, die Tür war offen, bin rein, da war keiner am Tresen, nichts, keiner war auch drin. Hab gehört, in der Küche ist einer. Bin so ums Eck und habe halt Hallo gerufen und habe in dem Moment gesehen, dass in der Küche einer steht und kocht ohne T-Shirt. So ein bisschen, ja, so ein versiffter Typ halt, so ein bisschen komisch schon. Und dann dachte ich so, okay, wild, ich gehe halt einfach weiter, ne? Bin aus dem Restaurant raus. In dem Moment kommt so ein alter Mercedes, so ein SEC, so ein Coupé halt mit den typischen Tiefbettfelgen, so voll die Zuhälterkarre halt, kommt angefahren. Mit 3 Typen drin. Einer so ein kleinerer mit so halblangen Haaren und wirklich wie aus dem Film, Alter, mit so einem Hawaii-Hemd, so einer komischen Pornobrille auf. Und kommt halt und direkt Vollgas mich angelabert von wegen, ey, wolltest du was essen? Komm. Ich so, ja, aber ich dachte es zu, ich wollte es gerade weiterfahren. Ich hatte gerade so, war schon dabei, Helm aufzuziehen. Und dann der Typ übelst motiviert, nein, komm, ich mach dir was Geiles zum Essen, komm her und so. Und der hat halt ununterbrochen gelabert, ne? Und dann hat er meinte so, Alter, geil, du hast ein Moped, was ist das, eine alte GS? Ich so, ja, das war geil, du bist ein Moped unterwegs. Und alle, das sind ein paar Passanten halt vorbeigelaufen, offensichtlich kannte der die nicht. Und schreit zu denen rüber, ey, guck mal, geiles Moped, ey, der Typ ist damit unterwegs und so, ist das nicht geil, ey, gib mal einen Daumen hoch und so. Und ich stand so da und so, Alter, was ist los mit dem Typ? Er hat so übelst die Leute entertained, ne? Und hat dann so angefangen, meinte so, ja, wie hat das gesagt? Er hat eine BMW T9 hat er richtig geil umgebaut und so und auch so Scrambler-mäßig, Coffee Racer, richtig geil, er ist auch richtiger BMW-Fan und so. Hast aber gemerkt, er hat keinen Plan von dem schon, wie er von Motorrädern geredet hat. Na, auf jeden Fall bin ich aus der Nummer dann nicht raus und habe gesagt, ja gut, komm, ich esse eine Kleinigkeit. Habe ich da in die Gartenwirtschaft gehockt, dann ist er irgendwie verschwunden, ne? Und meinte so, ja, irgendwie der Typ, dann kam der Typ aus der Küche raus, den ich da gesehen hatte, ne? Ohne T-Shirt auch. So ein bisschen pummeliger Typ, so ein bisschen siffig halt. Hat sich rausgestellt, ist der Koch. Und hat sich dann so neben mich gehockt. Also erstmal hockt er sich halt neben mich, ne? Und dann dachte ich, okay, was geht jetzt ab? So, was läuft? Und dann kam der andere Typ wieder und hat halt den Folge und so, hey, guck mal, ey, der hat ein geiles Moped, komm mal mit. Nimmt diesen Koch mit auf den Parkplatz vor, zeigt ihm mein Moped, der hatte offensichtlich gar keinen Bock oder auch, der hat überhaupt nicht verstanden, was abgeht. Also, ja, okay, cool, Mensch, nice und so. Und dann hat er sich wieder zu mir gehockt und guckt mich dann so an und meint so, ja, was machst du hier eigentlich so? Und ich so, ja, ich bin der mit dem Moped. Ach so, ja, nice und so. Und ja, willst du was essen? Und ich so, ja, wenn es was gibt. Also, ja, koch mir was Geiles. Okay, cool. Und redet dann so, bleibt aber einfach sitzen. Und irgendwann guckt er mich an und meint so, Alter, ich war schon lange nicht mehr so besoffen. Und ich denke mir so, Junge, was geht hier ab? Und dann er so, okay, er steht jetzt auf. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein Hemd an. Es geht ja gar nicht so, dass man hier Gäste ohne Hemd empfängt. Ich so, jo, mach dir keinen Stress. Also ich habe bis jetzt eh schon alles gesehen. Und ist dann in die Küche rein. Und dann kam der andere Dude wieder und fängt an, neben mir seine Nägel zu knipsen. Am Tisch. Was? So. Und während er so dabei ist, so, sorry, ja, ist ja voll eklig. So, ja, stört's dich, wenn ich hier... Ich so, nee, komm, alles gut, so, mach weiter. Ich sitze jetzt hier eh schon. Was soll ich so? Soll ich mich jetzt beschweren? Und sitzt einfach nur da und denkst so, what the fuck, Alter. Und als wäre das nicht genug, ne? Der Typ
sitzt dann da, steht dann irgendwann auf, verschwindet auch einfach so. Und dann kam von der Rückseite, war wie so ein Garten, war so ein Weg, kommen, es waren 3 Leute, 2 Frauen, 2 ältere Damen und ein Herr. Und setzen sich einfach genau zu mir an den Tisch. Okay. So, kommen zu mir, geben mir die Hand, sagen so, hi, und wer bist du und so. Und ich denke mir so, Digga, ich hocke hier einfach in einem Restaurant, was wollt ihr? Wieso stellt ihr euch mal vor? Krass, ey. So komplett wild einfach. Die hatten Badeklamotten an, die waren nämlich unten, die gab es anscheinend irgendeinen See, ja. Die kamen halt so mit Handtuch um den Hals. Ich saß einfach nur da schon sowieso geflasht von den ganzen Eindrücken, sag ich mal. Und die stellen sich dann mir vor und so und reden mit mir und unterhalten sich so, ja, was ich mache und wo ich herkomme und so. Und ich hatte mich mit denen unterhalten, war aber halt so ein bisschen verwundert, wie jetzt das Gespräch so zustande kommt. Und dann kam dieser andere Typ wieder an und setzte sich hin und so, ja, übrigens, das ist Vincent, der macht die gerade der kam gerade irgendwie, war in der Balkantour und so, übelst cool, oder? Und dann plötzlich die eine von den beiden meinte so, ach so, du bist hier einfach nur ein Gast. Ich so, ja, ich wollte ja eigentlich nur essen. Ach so, okay, ja, wussten wir ja nicht. Also wir sind hier Freunde von dem Besitzer und so und heute Abend ist hier irgendwie eine Party und wir dachten halt, du gehörst dazu. Ich so, nee, ich bin hier vorbeigefahren, ich hatte Hunger, wollte halt nur was essen. Ah, okay, cool, ja, nice. Und sind aber halt trotzdem weiter sitzen geblieben und so, da haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten. Und dann kam halt irgendwann dieser fertige Koch wieder, ne? Also das Essen war wirklich richtig geil. Der hat so Nudeln gemacht mit so spezieller Soße und so, war echt, muss ich sagen, hat mich überrascht. Setzt sich dann so neben mich und guckt mich an und meint so, hast du ein Problem, wenn ich jetzt hier einen rauche? Ich so, nee, kein Problem, mach. Und dann bleibt er wieder sitzen, macht nichts und guckte mich an so, ja, wäre es auch ein Problem, wenn es ein Joint wäre? Ich so, nein, alles gut. So, einfach so, weißt du, die Situation einfach. Verrückt. Und dann habe ich halt so meine Nudeln gegessen und dann, das hat einfach nicht aufgehört. Ne? Dann haben die angefangen, da irgendwie Tische aufzubauen für die Party anscheinend. Und dann kam dieser Dude mit der Pornobrille wieder an, setzt sich neben mich und meint so, ja, wie sieht's aus, was machst du jetzt noch und so? Und ich meinte, ja, ich fahr jetzt nach Hause. Also, ja, bist du sicher, dass du nach Hause fahren willst? Also, ja, ich halt abends hier eine Party und so, wenn du Bock hast, also wir bräuchten noch Hilfe. Du kannst doch helfen, jetzt hier aufzubauen und so und du kannst aber dann heute Abend auch natürlich bei der Party dabei sein. Dann meinte ich so, ja, nee, passt schon. So, es waren einfach so viele komische Leute, Alter. Und ich bin dann so weggefahren und das hat mich den ganzen Nachhauseweg beschäftigt. Ich weiß nicht, was ich da reingeraten bin. Einfach Mafia. Wahrscheinlich direkt in die Mafia rein. Jo, und ich habe halt, also wirklich, ich habe dann, ich meine, es war Schweiz, okay, aber ich habe, glaube für diese Portion Nudeln waren es, glaube ich, knapp 30 Franken, die er von mir wollte dann. Ich habe dann gesagt, ja gut. Ich meine, der hat irgendwie, glaube ich, im Kopf zusammengerechnet, der war, glaube ich, sowieso komplett voll. Ich habe gedacht, gut, scheiß drauf. Aber, Alter, es war einfach so, das kannst du dir nicht ausdenken. Es war so abartig. Ich hätte echt am liebsten die GoPro laufen lassen und mein Helm hing am Moped und es wäre dann so auffällig gewesen. Ich glaube, das hätten die geblickt. Ja. Ey, richtig geisteskrank. Verrückt. Das war auf jeden Fall der letzte Tag bei mir, wo ich dann einfach auch, ich bin dann durchgefahren, ich bin, glaube ich, nachts ich weiß nicht wann es war, ich glaube um 12 oder so war ich dann zu Hause. Es war auch irgendwann arschkalt und dunkel natürlich. Ja. Und dann halt in der Schweiz, also ich hatte halt echt Schiss, ne, weil mein Hinterreifen war wirklich am Ende. Ja. Mein Vorderreifen auch. Ja, ich bin mit kaputten Scheinwerfer in die Schweiz rein und hab nur gehofft, bitte halt mich einfach keiner an, lass mich einfach alle durchfahren. Ich habe mich schon irgendwie mit einem Bein im Knast gesehen und hatte ein bisschen Respekt und wollte einfach nur aus der Schweiz wieder raus. Also vor allem ab dem Punkt, wo wir da uns getrennt haben, dachte ich mir, boah, ich will einfach nur irgendwie Deutschland, Österreich, irgendwie, ich will die Grenze jetzt sehen. Ne? Und das hat aber dann funktioniert. Ne? Also bin da einfach durchgefahren und war dann auch relativ zügig daheim. Ja, es ging mir aber auch so, ich hatte so Angst, dass mich die irgendwo rausziehen oder anhalten, weil, Alter, ich glaube, in der Schweiz, da bist du fertig, ne? Ich hatte ja dann auch nur einen Spiegel dran und so, das ist ja auch alles, die sind da ja noch schlimmer als die Deutschen. Hat sich dann summiert. Und vor allem musste ich mich halt erstmal wieder an die Geschwindigkeiten gewöhnen, so auch, also in der Schweiz brauchst du nicht anfangen, rechts zu überholen und so. Kannst du, aber machst du nicht so oft, ne? Kannst du, musst du aber nicht. Ja, es war schon echt wild. Ja, gut. Aber geil, müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Absolut. Und dann mit noch ein paar anderen Perspektiven an Kameras und vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf dem Moped verbringen. Ja. Und die Zeit, die wir vielleicht anders nutzen, dann vielleicht mit ein paar geilen Drohenshots oder so. Ja. Aber ich glaube so, das was wir gefilmt haben, ist auch ziemlich geil, obwohl es eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was wir erlebt haben, einfängt. Absolut. Gut. Aber ist auf jeden Fall richtig geil, also kann man nur empfehlen, ne? Also kann man nur empfehlen, Bosnien, Ted, Kroatien, da unten die Ecke, mega Balkan.
Muss man auf jeden Fall machen. Selbst nur Straße ist einfach, es ist einfach herrlich da unten. Ja. Ja. Allein wegen den Leuten und wegen dem Essen da unten. Eigentlich scheißegal, wo du da rumfährst. Ja. Die Landschaft, richtig geil. Gut. Dann rappen wir das Ganze mal ab, oder? Jo, das reicht jetzt dann. Ich muss jetzt hier mal die Dateien dann auch irgendwie noch. Ja, ich will Aber- hier jetzt den Jan auch mal rauskicken. Also reicht jetzt auch mal, ne? Ja. In dem Sinne, das war die Tour. Teilsamkeit. Schönen Abend noch. Gut. Ah, fuck, meine Kamera nicht aufgenommen. Ohne die zwei wäre der immer noch in Italien. Wir sind die Männer. So, jetzt die richtig Eisernen haben dieses Video, also diese 8 Teile ja komplett durchgeschaut und haben sich daran ergötzen können. Dafür gibt es eine Trophäe. Wie ihr seht, wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen und die Jungs haben wirklich was zu erzählen. Ich finde es toll, was die Buben gemacht haben und dass sie unterwegs waren und die haben alle 3 Glück gehabt, dass sie überlebt haben. Euch danke ich fürs Zuschauen. Wir starten dann mit der nächsten Serie. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao.